Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Ein vor sich hin plätscherndes Wasserband, das 20 Millionen Liter Trinkwasser verschluckt. Ein begehbares Kunstwerk, die Pixelröhre für den Schnapperpreis von 350.000 €. Und eine Autobahn, die nicht nur seit über 30 Jahren im Bau ist, nein, sie hat die Steuerzahlenden bisher auch nur gerade einmal etwas über 2,7 Milliarden € gekostet. Nur 3 von 10 hessischen Beispielen, die es in die Top 100 der diesjährigen Liste an Steuerverschwendung geschafft haben. In Wiesbaden werden heute die steuersündigsten Projekte an den Pranger gestellt. Ja, nachvollziehbar ist es natürlich immer, wenn man Steuern zahlt und dann den Eindruck hat, die werden nicht an jeder Stelle effizient und sinnvoll genug ausgegeben. Dann ärgert man sich darüber natürlich, da ärgern wir uns darüber und da ärgern sich sicherlich auch die Bürger drüber. Money, 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 money. So ist es, zum Beispiel bei diesem Kunstwerk am Rheinufer bei Wiesbaden. Ach, wie stylisch schön diese übergroße, spiegelfolierte Röhre in Mainz-Kastell in der Sonne doch glitzert. Richtig idyllisch. Nicht so idyllisch sind die Kosten der im Frühjahr 2022 aufgestellten Pixelröhre. 350.000 €. Ob die glänzende Röhre auch die Preisvorstellung der Steuerzahlenden widerspiegelt? Wir sind ja jetzt hier auf der Wiesbadener Seite. Ne? Wer zahlt's denn? Hessen. Ich dachte Mainz, weil Mainz weiß ja nicht, wohin mit dem Geld. Da habe ich gedacht, die hätten vielleicht mal ein kleines Projekt gestartet. Ja, das Land Hessen zahlt's. Ja, was soll's. Kunst kostet nun halt mal, wenn man sie denn bezahlen will. Keine Ahnung, was das kostet. Also, ja, doch, einige zigtausend wird es schon sein. 300.000? Ja, wenn das Geld vorhanden ist, Mainz hat ja genug Geld, also von BioNTech, also von daher denke ich, ist es okay. Ja. Ach so, wir sind in Wiesbaden, ja, das stimmt natürlich, ja klar, gut, aber das hat Wiesbaden dann bezahlt, naja gut, als Landeshauptstadt ist es auch in Ordnung. Unnötig groß das Teil und unnötig teuer aber, kritisiert der Steuerzahlerbund das Kunstobjekt. Kunstkenner finden es jetzt nicht so überzogen. Grundsätzlich erstmal zu sagen ist, dass Kunst Geld kostet und auch unter Umständen viel kostet. Also Kunst hat seinen Preis. Also wenn man sozusagen auf dieser ganz einfachen Ebene sich vor so eine Metallröhre stellt und sagt, hört, das hat 350.000 € gekostet, dann ist man so vom normalen Empfinden her, denkt man, oh, so viel wie ein Einfamilienhaus. Naja, dieses überdimensionale Teil ist doch nur so groß und teuer, damit die Röhre aktiv benutzbar ist. Begehbare Kunst, wo gibt's das schon? Ich stelle mir vor, das Ding wirkt nur, wenn es schön blank gewienert ist. Ne? Sobald da Vogelschiss oder was drauf ist. Oder hier sieht man schon die Dapschen von den Kindern, wobei das finde ich jetzt hier innen nicht so schlimm. Dann denke ich mir, ja, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Wie soll das für die Ewigkeit schön wirken? Money, 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 money. Von Kunst am Wasser zu Kunst mit Wasser. Das treppenartige Wasserband in Marburg. Nicht zu teuer, aber halt nicht ganz dicht. In nur einem Sommer verschluckt es, dank eines unbemerkten Schadens, 20 Millionen Liter Trinkwasser. 35.000 €, die im Boden versickern. Reparaturkosten übernehmen natürlich die Steuerzahlenden. Money, 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 money. Auch der Verkehrskreisel in Egelsbach hat es 2022 ins Schwarzbuch geschafft. Der Grund? Der Bus kommt nicht rum. Ein Planungsfehler und Zusatzkosten von 75.000 €. Das ist natürlich nicht angemessen. Steht in keinem Vergleich. Und keiner sagt was, oder? Keiner ist alles richtig. Immerhin, der edlen Kunströhre vom Rhein können die Kleinsten noch was abgewinnen. Eine Rutsche. Juhu! Wenn aber vielleicht doch ein etwas teurer Spielplatz. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 € gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt, ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt, einen großen Wertanstieg. Da 200.000 € gewonnen, da 300.000 € gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert.